Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tour. Wir sind ganz im Norden Mallorcas am Kap Formentor und machen eine Rundtour auf den La Blanca. Start der Tour ist direkt am schönen Badestrand von Formentor. Und ich finde es ganz schön witzig, wenn man hier am Badestrand eine Wanderung beginnen kann. Wenn ihr Lust habt, kommt mit! So, Start der Tour ist hier am Beachparkplatz. Kleiner Hinweis, die Minute kostet 4,8 Cent. Das heißt, nach der Wanderung ist man den Höchstbetrag von 16 Euro los als Parkgebühr. Ja, aber sonst ist hier natürlich auch nichts mit Parken. Also die Anfahrt hier erfordert auf jeden Fall gute Nerven. Die Radfahrer sind echt ein bisschen anstrengend hier, beziehungsweise die ständigen Überholmanöver, die man hier starten muss. Ja, aber Julia hat es gut gemacht. Nur wenige Meter nach dem Parkplatz ist man hier am Strand. Toller Ausgangspunkt für eine Wanderung. Also ist ein bisschen touristisch hier, das ist wohl wahr, aber das macht ja auch nichts. Das wird sich auch gleich wieder ändern. So, die Tour heute ist eine Rota Premium Route, ist mit 8 Kilometern angegeben und 400 Höhenmetern und geht wirklich schon mal super schön los. Wir haben gerade gelesen, es nennt sich Bali-Hüttchen mit 2 Liegen, kostet schlappe 90 Euro am Tag. Wow, das ist ein ganz schöner Luxusstrand hier. Also erstmal 16 Euro fürs Parken, 90 Euro für die Liegen und da hast du ja noch nicht einmal einen Cocktail getrunken. Ne? Ja, aber ich muss auch sagen, es liegt auch schlichtweg kein einziger auf so einem sackteuren Ding, sondern die liegen nebendran im Sand, so ist auch richtig. Hier neben den Bikini Girls mit Wanderstiefeln. Ich fühle mich nicht overstretched. Es ist hier schon auch eine bessere Wohngegend. Man sieht ja gar keine Häuser fast, weil alles blickdicht zugemacht ist, aber anhand der Grundstücksgröße wirkt es schon, wow, ziemlich edel. Also nicht, dass wir hier irgendwelche Spanner wären, ist es rein berufliches Interesse, wenn wir da reingucken. Das ist wirklich toll. Versteht man schon, dass Immobilien auf Mallorca begehrt sind, weil es hier halt echt schöne Lagen gibt, ne? Auch nice. Gigantisch. Ja. Also wer schöne Häuser gucken will, für den ist die Wanderung schon mal auch ein Augenschmaus. Hier ist der Einstieg in die Route. Quasi am letzten Hoftor, wo es dann nicht mehr weitergeht. Mittlerweile auch sehr gut ausgezeichnet mit roten Pfeilen, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. So, der Einstieg ist auf jeden Fall schon mal ziemlich knackig. Steil nach oben. Aber herrlich. Bisschen wie Dschungel. Es geht fast kein Wind und da riecht man richtig diese Kiefern. Das ist echt schön. Ja, kann es nur beschreiben. Riechen geht im Video nicht, aber glaubt's mir einfach. Und immer wieder.
Ich habe auf Mallorca bisher selten einen Weg gesehen, der so intensiv mit Steinmännchen ausgeschildert ist wie der hier. Also sehr vorteilhaft, dass der Aufstieg hier in diesem Kiefernwald ist, denn die Sonne haut ganz schön runter hier. Nach rund 200 Höhenmetern der erste Ausblick aufs Kap Formentor. Herrlich. Unten sieht man auch die Wildziegen. Wir haben gerade schon ein paar ältere Böcke, also keine deutschen Touristen, sondern Ziegenböcke gesehen. Die waren ziemlich gelassen. Das hat die überhaupt nicht interessiert, dass wir an denen vorbei wandern mussten. Aber die schauen jetzt auch mal gar nicht so, nicht wie kleine Kätzchen aus. Auf geht's, wir verlassen den schönen Ort und gehen gen Gipfel. Also hier gibt es einen Top-Fotopunkt nach dem anderen, das ist echt. So, dann mache ich jetzt auch mal ein Selfie von mir. Moment, hier so mit Klick. Wir sind noch nicht einmal am Gipfel, ne? Also, ja, Gipfel, Gipfelmännchen. So, nach diesen Wahnsinns-Gipfeleindrücken und Ausblicken geht es weiter mit der Tour. Also ein bisschen geschickt darf man gerne sein, wenn man hier über die Steine jongliert. Also 2 linke Füße sollte man nicht haben. Und der hier auf Mallorca schon obligatorische Hinweis: kein Badelatschen geeigneter Weg. Definitiv nicht. Auch ein schöner Abstiegsweg. So, nach ca. 20 Minuten Abstieg vom Gipfel gelangt man dann auf so einen Karrenweg. So, am Ausgangspunkt hier nochmal eine kleine Übung. Ich frage mich schon, warum man jetzt nicht ein Fußgängertürle dahin macht, wenn man das eh für Fußgänger. Aber ja. So, wieder am Strand angekommen, wo die Tour startet. Und nach der schönen Tour haben wir uns, glaube ich, eine Strandbar verdient. Komm, wir stoßen mal ganz natürlich an. So wollten wir.